Die Spur des Wolfes führt uns heute durch den Duisburger Stadtwald, vorbei an dem höchstgelegenen Punkt Duisburgs, dem Backelsberg, direkt an die Wolfsburg. Ein Ort mit über 100 Jahren Geschichte. Dieser Ort liegt unweit der Ruhr, mitten im Wald und doch ganz in der Nähe der Stadt. Wie eine Tür zwischen dem Gestern und dem Heute, eine Tür zwischen Geschichte und Gegenwart. Auch hier diente der Wolf wieder als Namenspatron für dieses Gebäude. Duisburger Stadtwald, angestammtes Wolfsgebiet. Was hat es mit dieser Wolf-Thematik eigentlich auf sich? Fragt ihr euch vermutlich. Habt ihr es etwa nicht gelesen oder davon gehört? Vor 2 Wochen hat der Bundestag beschlossen, den Wolf wieder mit ins Jagdrecht aufzunehmen. Das bedeutet, das Tier, was unter höchstem Naturschutz stand, soll wieder unter bestimmten Auflagen getötet werden. Ich bin mir da selbst noch nicht sicher. Eure Meinung würde mich daher auch stark interessieren. Schreibt gerne was dazu in die Kommentare. Ich habe noch nicht wirklich was davon mitbekommen, dass der Menschen gefährlich geworden ist, hier in letzter Zeit. Und wegen der Schafe, naja, die Schäfer sollten auf jeden Fall vom Staat entschädigt werden. Ich denke, das sollte machbar sein. Sind ja jetzt auch nicht so viele. 2024 wurden ca. 4.300 Nutztiere insgesamt von Wölfen gerissen oder verletzt. Aber schauen wir uns dazu einmal die Anzahl der Nutztiere an, deren Fleisch wir jedes Jahr in Deutschland unverzehrt einfach nur wegschmeißen. Die liegt nämlich bei etwa 10,5 Millionen Tieren. Das ist eine gigantische Anzahl an Tieren, die umsonst sterben. Checkt ihr jetzt, wie ich meine, dass 4.300 ja nicht so viele sind? Das bedeutet, der Wolf reißt 0,043% der Tiere, die wir hier in Deutschland jedes Jahr töten, um sie dann wegzuschmeißen. Und das geht nur für die Privathaushalte. Das bedeutet, die Industrie wirft dann nochmal eine ganz andere Zahl auf. Ich finde schon, dass wir uns da sehr gehen lassen. Auf der anderen Seite aber gegenüber dem Wildtier nicht besonders wohlgesonnen dastehen, obwohl es ja unstrittig von unschätzbarem Wert für das gesamte Ökosystem ist. Das ist also die Wolfsburg. Wer hätte gedacht, dass dieser Ort so viele Facetten hat? Ein sehr interessantes, schönes Gebäude. Damals, 1906, als Kurhaus und Waldhotel gedacht und erbaut, hat es hier einige Jahre auch als solches gedient. Das heißt, die Leute haben sich hier ein bisschen entspannt in der Natur. Wir sind hier mitten im Ruhrgebiet. Im Duisburger Stadtwald, auf der Mülheimer Seite. Also vor dem Zweiten Weltkrieg hat das Hotel hier eine richtige Blütezeit erlebt, kann man sagen. Es gab auch draußen verschiedene Möglichkeiten, Tanzabende und solche Sachen fanden hier statt. Ja, im weiteren Verlauf, im Zweiten Weltkrieg, wurde es dann von den Nazis beschlagnahmt. Die haben sich sozusagen unter den Nagel gerissen, das ein bisschen ausgebaut. Damals war hier die Flak stationiert, das heißt auch, der ganze Luftraum wurde von hier beobachtet. Und es wurden Alarmsignale rausgeschickt, wenn man Fliegerbewegung gesehen hat. Das war also der Platz für den Stab der 4. Flak-Division während des Zweiten Weltkrieges. Es gibt noch eine Ruine von einem alten Bunker, der Teil dieser Anlage war. Dieser darf aber nicht betreten werden. Das ist außerhalb des Parkgeländes hier von dieser Anlage, sieht man noch die Reste. Ebenso verfügt auch die Wolfsburg über einen Bunker. Es gibt immer noch diesen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg und das ist ganz interessant, weil einige Räume sind erschlossen, aber wie weit, wie tief das in den Wald reingeht eventuell, das weiß keiner. Nachdem der Weltkrieg zu Ende war, wurde das erstmal hier von den Besatzungsmächten genutzt. Die haben sich hier einquartiert eine Zeit lang. Danach haben die gemerkt, was für ein schöner Raum das hier auch ist und haben ihre Kinder hier beschulen lassen. Also Menschen, die hier stationiert waren, die zur Besatzungsmacht gehört haben, deren Kinder wurden mit Bussen hierher gebracht und haben dann Englischunterricht hier gehabt. Bis dann in den 50er Jahren das Gebäude wieder an den Besitzer zurückgegeben wurde. Und dann wurde erstmal der normale Betrieb vom Hotel
und Gastronomie wird wieder aufgenommen. Man merkte aber schnell, dass ein neuer Betrieb her muss. Ne? Irgendwie lief es nicht mehr so wie von dem Weltkrieg. Und damals, zu der Zeit auch, Ende der 50er Jahre, Anfang 60er Jahre, wurde ja das Bistum Essen gegründet und das Bistum Essen hat dann dieses Gebäude erworben. Und seit damals findet hier Bildung statt. Das Bistum Essen hat also eine katholische Akademie hier daraus gemacht. Der Name wurde beibehalten, weil es auch in der Umgebung auch als solche bekannt ist, die Wolfsburg. Ja, und darüber hinaus wurde dieser Raum offen gelacht. Das bedeutet, Kirche, Gesellschaft, Politik und Kultur, alle diese Bereiche können miteinander ins Gespräch kommen. Und so ist es auch gewünscht. Ich finde, das spürt man auch an diesem Ort. Man spürt es an den Räumlichkeiten, aber man spürt es auch an den Menschen, denen man hier begegnet, die hier arbeiten. Ein weiterer Aspekt, der die Schnittstelle auch dafür ist, dass ich hier heute auftauche, dass die Route mich hierher bringt, ist die Kunst. Auf Schritt und Tritt wird man hier von der Kunst begleitet. Ja? Die Kunst als Denkraum, als Impulsgeber. Es gibt verschiedene Statuen, aber es gibt auch jede Menge Gemälde und Bilder, nicht nur in den Tagungsräumen, auch in den einzelnen Gästezimmern. Überall ist zeitgenössische Kunst zu finden. Eine Besonderheit, die ich mit euch auch teilen möchte, Art is Spirituality. Auch ein Konzept, was hier stattfindet. Wer sich dafür interessiert, kann auch gerne auf die YouTube-Seite von der Wolfsburg mal reinschauen. Da findet ihr diese Formate. Ganz spannend, welche Artists hier schon zugegen waren. Ja, aus dem Bereich Hip-Hop. Leute wie Curse waren hier, Retro Gott war hier, und auch Afro von Ruhrpott AG. Die waren auch hier zugegen und haben eben bei diesem besprochenen Format Art of Spirituality haben teilgenommen. Das war eine offene Podiumsdiskussion mit Gästen, wo der jeweilige Künstler einfach über sich, seinen Glauben und auch den Ausdruck dessen in seiner Musik gesprochen hat. Ganz spannend, ja. Und ich schließe an dieses Thema an und besuche diesen Ort hier. Aber ich will euch auch nicht alles darüber erzählen. Ne? Ihr sollt einen kleinen Eindruck bekommen und wenn euch das interessiert, könnt ihr auch diesen Ort einfach besuchen. Ihr könnt im Internet was dazu schauen oder ihr könnt auch Sachen nachlesen. Die Wolfsburg, ich empfehle euch, diesen Ort mal zu dingen und zu schauen, was es hier alles zu entdecken gibt. Durch den Vordereingang betreten, kommt man von Mülheim hinein in das Gebäude. Auf der anderen Seite führt der Ausgang mich in Duisburg wieder hinaus. Also wenn das mal kein Portal ist. Die Wolfsburg. Sie hat uns einige Einsichten geliefert, aber auch wieder neue Geheimnisse aufgeworfen. Doch mit etwas Glück werden wir diesen auch noch auf die Spur kommen. Folgen wir nur weiter der Wolfsroute.